Deutschland. Ein reiches, geordnetes Land, in dem vieles funktioniert. Und trotzdem liegt über den Menschen eine seltsame Schwere, eine Gereiztheit, die kaum jemand in Worte fasst. Vielleicht kennst du das. Objektiv ist alles okay. Und trotzdem dieses Gefühl, als hätte jemand die Grundstimmung des ganzen Landes ein paar Grad kälter gestellt. Heute geht es um 7 unbequeme Wahrheiten über das Leben in Deutschland. Rein psychologisch betrachtet. Ohne Parteibrille, ohne Schuldzuweisung, ohne dir vorzuschreiben, was du zu denken hast. Ich beschreibe nur, was diese Zeit mit unseren Köpfen macht. Denn viele Debatten wirken längst nicht mehr nur auf die Politik, sondern ganz direkt auf deine Nerven. Bleib dran, das trifft dich näher, als du denkst. Die erste Wahrheit ist die vielleicht heikelste, deshalb bringen wir sie gleich hinter uns. Kaum ein Land ist gerade so gespalten in seinen Debatten wie dieses. Migration, Asyl, Einbürgerung. Diese Themen bestimmen jede zweite Schlagzeile und sie tun etwas mit uns, das über die reine Sachfrage weit hinausgeht. Sie zerschneiden Freundeskreise, sie vergiften Familienfeiern, sie machen aus Bekannten plötzlich Gegner. Ich nehme hier bewusst keine Seite ein, denn mir geht es um etwas anderes. Um das, was diese Dauererregung mit deinem Gehirn anrichtet, völlig egal, wo du selbst stehst. Dein Kopf hat nämlich ein uraltes Programm für wir gegen die. In der Frühzeit sicherte die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe das nackte Überleben. Wer draußen stand, war eine Gefahr. Genau dieses steinzeitalte Programm springt heute an, sobald ein Thema emotional und identitär aufgeladen wird. Es kennt keine Grautöne. Es kennt nur Freund oder Feind, sicher oder bedrohlich. Und wenn dein Angstzentrum ständig mit empörenden Reizen gefüttert wird, kippt dein Denken. Es rutscht vom ruhigen Abwägen in den Alarmzustand. Du diskutierst dann nicht mehr, du verteidigst nur noch. Das Bittere daran: diese Dauerempörung erschöpft dich, selbst wenn du dich völlig im Recht fühlst. Sie fühlt sich an wie Stärke, ist aber ein Zustand, der dein System auslaugt und deinen Blick eng und hart macht. Die zweite Wahrheit schleicht sich leiser an, sitzt aber genauso tief. Es ist die stille Angst um das Alter. Die Frage, die viele nachts wach hält: Wird am Ende überhaupt genug für mich übrig sein? Das ganze Rentensystem wird gerade umgebaut, Vorschläge werden umgesetzt, Regeln verschoben. Und egal, wie die Details ausgehen, im Kopf der Menschen bleibt vor allem eine Botschaft hängen. Nichts ist mehr sicher. Die Jüngeren spüren das anders als die Älteren. Wer heute Anfang 30 ist, zahlt jeden Monat ein und glaubt insgeheim nicht mehr daran, jemals selbst etwas Vernünftiges herauszubekommen. Psychologisch ist das eine besondere Sorte Stress. Denn dein Gehirn ist schlecht darin, mit vager, ferner Bedrohung umzugehen. Eine konkrete Gefahr kannst du bekämpfen, aber eine diffuse Wolke am Horizont lässt sich nicht abwehren. Also bleibt sie einfach dort hängen. Ein leises, nagendes Grundgefühl von Unsicherheit, das dich begleitet, während du eigentlich versuchst, dein Jetzt zu leben. Und genau dieses Ungreifbare ist es, was so zermürbt. Damit sind wir bei der dritten Wahrheit, die eng damit verbunden ist. Immer mehr Menschen stellen sich insgeheim dieselbe bittere Frage: Lohnt sich das alles überhaupt noch? Du stehst früh auf, gehst arbeiten, hältst dich an die Regeln. Und am Monatsende bleibt gefühlt kaum etwas übrig. Steuern, Abgaben, Preise. Der Kuchen wird verteilt, bevor du auch nur ein Stück siehst. Gerade läuft eine hitzige Debatte darüber, ob sich Arbeit im Vergleich zur Grundsicherung noch genug lohnt. Ich bewerte das hier nicht. Aber das Gefühl dahinter ist psychologisch hochbrisant. Denn dein Gehirn arbeitet nach einem einfachen Prinzip. Anstrengung muss sich in Belohnung übersetzen. Tut sie das über lange Zeit nicht, passiert etwas Gefährliches. Deine Motivation wird nicht wütend, sie wird leise. Forscher nennen das erlernte Hilflosigkeit. Wenn dein Einsatz immer wieder ins Leere läuft, hört dein System irgendwann auf, sich anzustrengen. Nicht aus Faulheit, sondern aus purem Selbstschutz.
Und das ist die eigentliche Tragik dieser Wahrheit. Nicht, dass Menschen zu wenig leisten wollen, sondern dass ihnen langsam der innere Grund abhanden kommt, es überhaupt noch zu versuchen. Die 4. Wahrheit ist brandaktuell und trifft einen wunden Punkt. In einem ohnehin müden Land wird jetzt sogar das Kranksein neu verhandelt. Anfang Juli 2026 hat die Regierungskoalition beschlossen, die Regeln für Krankmeldungen zu verschärfen. Geplant ist eine Bescheinigung schon ab dem 1. Krankheitstag und die telefonische Krankschreibung soll wegfallen. Die Befürworter sagen, die Fehlzeiten seien zu hoch, das könne man sich nicht mehr leisten. Ärzteverbände und Krankenkassen warnen dagegen vor überfüllten Praxen und davor, dass Menschen sich krank zur Arbeit schleppen. Ich urteile hier nicht politisch. Aber psychologisch ist ein Wort entscheidend, das Kritiker selbst benutzen. Generalverdacht. Das Gefühl, dass man dir grundsätzlich erstmal nicht glaubt. Und dein Gehirn reagiert extrem empfindlich darauf, ob es sich vertraut oder kontrolliert fühlt. Ständiges Misstrauen wirkt wie ein leiser Dauerstress. Es flüstert dir zu, beweise dich, sonst nimmt man dir nichts ab. Wenn selbst dein eigener Körper, sobald er mal schwächelt, zum Rechtfertigungsfall wird, verschiebt sich etwas in dir. Ruhe fühlt sich dann nicht mehr erlaubt an. Sie fühlt sich verdächtig an. Und das ist Gift für jede echte Erholung. Die 5. Wahrheit ist vielleicht die menschlichste von allen. Bei sehr vielen sitzt tief ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Der Eindruck, dass dieses Land nach außen viel gibt, an andere Staaten, an Menschen von weit her, während man sich im eigenen Alltag kaum gesehen fühlt. Ich sage bewusst Eindruck. Denn ob dieses Bild wirklich stimmt, darüber wird erbittert gestritten. Die einen sehen darin Verantwortung, die anderen fragen, warum nicht zuerst die drankommen, die hier jeden Tag einzahlen. Die Faktenlage ist komplizierter als jede Parole. Aber psychologisch ist etwas anderes entscheidend. Nicht wer Recht hat, sondern dass sich dieses Gefühl für den, der es trägt, absolut real anfühlt. Kaum etwas trifft den menschlichen Kopf so hart wie empfundene Ungerechtigkeit. Das Gehirn reagiert darauf sogar mit echtem Schmerz. Dazu kommt ein uraltes Muster. Dein Kopf denkt in Nähe und Ferne, in den Meinen und den Fremden. Hilfe, die weit weg fließt, während der eigene Nachbar strampelt, kollidiert mit einem tief verdrahteten Instinkt. Erst der nahe Kreis, dann der Rest. Und wenn dieses Gefühl keinen Ausweg findet, kein Gehör und keine Erklärung, die man annehmen kann, wird es zu einer dumpfen, dauerhaften Verbitterung. Man fühlt sich ohnmächtig. Und Ohnmacht ist einer der zermürbendsten Zustände, die die menschliche Psyche kennt. Die 6. Wahrheit läuft bei den meisten im Hintergrund, oft ohne dass sie es merken. Es ist die ständige, leise Geldangst. Und ein großer Treiber davon trägt einen ganz konkreten Namen: die Energiepreise. Sie sind wegen der geopolitischen Lage zuletzt wieder spürbar gestiegen. Heizen, Strom, Tanken, alles zieht an. Und jede dieser kleinen Erhöhungen ist wie ein winziger Stich, der sich über den Monat zu einem dumpfen Dauerdruck summiert. Dein Gehirn registriert dieses Umfeld genau. Es hört die Nachrichten, sieht die Rechnungen, spürt die Unsicherheit und schaltet in einen uralten Mangelmodus. Selbst dann, wenn dein Konto das eigentlich gar nicht rechtfertigt. In diesem Modus verengt sich dein Denken wie ein Tunnel. Du kreist um Zahlen, um das ständige Was wäre wenn. Und genau dieses Sorgen frisst still die geistige Kraft auf, die du eigentlich für dein Leben bräuchtest. Die Sparneigung der Menschen hier war zeitweise so hoch wie zuletzt in der Finanzkrise. Das ist kein Zeichen von Vernunft allein. Es ist auch ein Zeichen von Angst. Ein ganzes Land, das den Atem anhält. Und damit sind wir bei der 7. Wahrheit, die wie ein Deckel über allem liegt. Der leise Pessimismus als Grundeinstellung. Die stille Erwartung, dass es eher schlechter wird, fast egal, wie die Lage gerade wirklich ist. Und ja, die Stimmung ist objektiv gedrückt. Die Wirtschaft wächst kaum, viele blicken sorgenvoll nach vorn. Aber dein Gehirn macht aus dieser realen Sorge oft mehr.
Es macht daraus eine dauerhafte innere Haltung. Psychologen nennen das die Negativitätsverzerrung. Dein Kopf gewichtet Bedrohliches automatisch stärker als Gutes. Ein böser Blick bleibt hängen, 10 freundliche verpuffen. Das ist Steinzeiterbe und hat uns einst am Leben gehalten. Doch heute richtet dieser Filter Schaden an. Wer ständig mit dem Schlimmsten rechnet, sieht die guten Momente kaum noch. Nicht, weil sie fehlen, sondern weil der Blick schon auf die nächste Gefahr gerichtet ist, bevor die letzte vorbei war. Und jetzt kommt der Moment, an dem viele solcher Videos dich einfach im Frust zurücklassen. Das machen wir hier nicht. Denn genau hier liegt die eigentlich wichtige Nachricht. Nichts von alledem ist ein Beweis, dass mit dir etwas nicht stimmt. Diese Muster sind zum großen Teil erlernt, geformt von einem Umfeld, das gerade selbst unter Dauerstrom steht. Und was erlernt ist, lässt sich beeinflussen. Dein Gehirn bleibt bis ins hohe Alter formbar. Es verändert sich mit dem, was du ihm regelmäßig anbietest, Tag für Tag, in winzigen Dosen. Fütterst du es dauernd mit Empörung, Vergleich und Sorge, wird es genau darin stark. Übst du dagegen bewusst den Blick auf das, was in deinem Leben schon trägt, baust du langsam einen völlig anderen Grundzustand auf. Du musst dafür nicht die Welt retten und nicht jede Debatte gewinnen. Du brauchst an den vielen kleinen Weggabelungen deines Tages nur ab und zu die ruhigere Abzweigung. Nachrichten aus statt Dauerreiz. Ein echtes Gespräch statt Schlagabtausch. Und du darfst dir eine Sache klar machen, die dich vielleicht entlastet. Du bist an diesem Zustand nicht allein schuld. Ein Umfeld, das Misstrauen sät und permanent empört, prägt jeden, der darin lebt. Aber genau dort, wo du das erkennst, beginnt dein Spielraum. Du kannst nicht die Preise ändern, nicht die Gesetze, nicht die große Wetterlage des Landes. Du kannst aber entscheiden, wie viel Macht du all dem über deinen inneren Zustand gibst. Und wenn du ehrlich bist, sitzt unter fast all diesen Wahrheiten eine besonders tief. Diese leise Geldangst, die dich nicht antreibt, sondern lähmt. Die dich abends grübeln lässt, statt handeln zu können. Denn das Fatale an dieser Sorge ist nicht das Geld an sich. Es ist die innere Blockade, die sie auslöst. Dieses Gefühl, festzustecken und trotzdem keinen Schritt vor den anderen zu bekommen. Wie genau dieser Mechanismus funktioniert, warum ausgerechnet Geldsorgen uns so oft erstarren lassen und welche psychologischen Wege wieder aus dieser Lähmung herausführen, darum geht es im verlinkten Video. Der nächste Schritt ist nicht weit, nur einen Klick entfernt. Wenn dich das hier trifft, dann schau es dir unbedingt an, es wird dir weiterhelfen. Bis gleich, auf der anderen Seite.